Welcome to Immersify. If you've got ideas for the next episode, or if there are specific phrases or words you'd like to practice, drop them in the comments. I'd love to include your suggestions, maybe even create a custom episode just for you. Thanks. This is level A1 of weekly 15-minute conversations. Lesson number 16. In this episode, you will learn how to describe your home, talk about different rooms, and basic furniture vocabulary in German. Matilda and Charlie will discuss where they live, what their homes are like, and who they live with. Listen to the dialogue. Hallo Charlie, wo wohnst du? Hallo Mathilda, ich wohne in einem Haus. Und du? Ich wohne in einer Wohnung. Ist dein Haus groß? Ja, es ist ziemlich groß. Es hat 4 Zimmer und einen Garten. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist gemütlich mit einem Sofa und einem Tisch. Das ist schön. Hast du eine große Küche? Ja, meine Küche ist groß und modern. Ich habe einen großen Kühlschrank und einen Tisch mit 4 Stühlen. Und wie ist deine Wohnung? Meine Wohnung hat 3 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein kleines Arbeitszimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Es hat ein Sofa, einen Sessel und einen Fernseher. Sehr schön. Hast du auch einen Balkon? Nein, leider nicht. Aber ich habe eine kleine Terrasse vor dem Haus. Now let's go through the more difficult parts of the sentences. Now you'll hear a sentence from the dialogue again, and then its fragment in English. Try to say it back in German. Ich wohne in einer Wohnung. Ist dein Haus groß? Apartment. Wohnung. Ja, es ist ziemlich groß. Es hat 4 Zimmer und einen Garten. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist gemütlich mit einem Sofa und einem Tisch. Quite big. Ziemlich groß. Living room. Wohnzimmer. Cozy. Gemütlich. Table. Tisch. Das ist schön. Hast du eine große Küche? Kitchen. Küche. Now you will play the role of Matilda, and instead of her, you will speak with Charlie. Say, "Hello, Charlie." Hallo Charlie. Hallo Charlie. You want to add, "Where do you live?" Wo wohnst du? Wo wohnst du? Hallo Mathilda, ich wohne in einem Haus. Und du? Respond. I live in an apartment. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Now add, "Is your house big?" Ist dein Haus groß? Ist dein Haus groß? Ja, es ist ziemlich groß. Es hat 4 Zimmer und einen Garten. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist gemütlich mit einem Sofa und einem Tisch. Now say, "That's nice." Das ist schön. Das ist schön. You also want to say, "Do you have a big kitchen?"
Hast du eine große Küche? Hast du eine große Küche? Ja, meine Küche ist groß und modern. Ich habe einen großen Kühlschrank und einen Tisch mit 4 Stühlen. Und wie ist deine Wohnung? Say back. My apartment has 3 rooms. Meine Wohnung hat 3 Zimmer. Meine Wohnung hat 3 Zimmer. Also say, a living room. Ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer. You want to add a bedroom. Ein Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer. Now add and a small study. Und ein kleines Arbeitszimmer. Und ein kleines Arbeitszimmer. You also want to say, this is my living room. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Also say, it has a sofa. Es hat ein Sofa. Es hat ein Sofa. You want to add an armchair. Einen Sessel. Einen Sessel. Now add and a TV. Und einen Fernseher. Und einen Fernseher. Sehr schön. Hast du auch einen Balkon? Say, no, unfortunately not. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. You also want to say, but I have a small terrace. Aber ich habe eine kleine Terrasse. Aber ich habe eine kleine Terrasse. Also say, in front of the house. Vor dem Haus. Vor dem Haus. Now it is time to change roles. You will now take Charlie's role and practice his responses. Hallo Charlie, wo wohnst du? Respond. Hello, Matilda. Hallo Matilda. Hallo Matilda. You want to add, I live in a house. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. Now add, and you? Und du? Und du? Ich wohne in einer Wohnung. Ist dein Haus groß? Now say, yes, it is quite big.
Ja, es ist ziemlich groß. Ja, es ist ziemlich groß. You also want to say, it has 4 rooms. Es hat 4 Zimmer. Es hat 4 Zimmer. Also say, and a garden. Und einen Garten. Und einen Garten. You want to add, this is my living room. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Now add, it is cozy. Es ist gemütlich. Es ist gemütlich. You also want to say, with a sofa and a table. Mit einem Sofa und einem Tisch. Mit einem Sofa und einem Tisch. Das ist schön. Hast du eine große Küche? Say back, yes, my kitchen is big and modern. Ja, meine Küche ist groß und modern. Ja, meine Küche ist groß und modern. Also say, I have a large fridge. Ich habe einen großen Kühlschrank. Ich habe einen großen Kühlschrank. You want to add, and a table with 4 chairs. Und einen Tisch mit 4 Stühlen. Und einen Tisch mit 4 Stühlen. Say, and what is your apartment like? Und wie ist deine Wohnung? Und wie ist deine Wohnung? Meine Wohnung hat 3 Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein kleines Arbeitszimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Es hat ein Sofa, einen Sessel und einen Fernseher. Respond. Very nice. Sehr schön. Sehr schön. Now add, do you also have a balcony? Hast du auch einen Balkon? Hast du auch einen Balkon? Nein, leider nicht. Aber ich habe eine kleine Terrasse vor dem Haus. This concludes this exercise. Congratulations on completing this episode. Also, don't forget to subscribe to the channel. By subscribing, you'll be the first to know when the next episode is released, so you can continue your learning journey without missing a beat. Thank you for joining us today, and we look forward to seeing you in the next episode.